Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends, da bin ich mal wieder. Diesmal mache ich ein Feuerwerk, und zwar ein umweltfreundliches und vor allen Dingen eines, was die Tiere, die Hunde und die Wildtiere nicht erschrecken wird. Und somit wird auch mein Sammy über dieses Feuerwerk glücklich sein. Gleich geht's los. Für dieses Projekt habe ich mir eine schwarze Leinwand gekauft bei kreativ.de, was ja Gerstecker ist, nur preisgünstiger im Versand und in der Mindestbestellmenge für den Versand. Und dann habe ich ein wahres Feuerwerk an Farben zusammengesucht. Ob ich die alle verwenden werde, weiß ich nicht. Zum Teil sind es irisierende Farben, zum Teil normale Farben. Hier eine schöne Farbe von Vallejo, die habe ich 1:10 gemischt, weil Vallejo so hoch pigmentiert ist. Zum Teil hier auf den Flaschen steht dann drauf irisierend. Oder ein schönes Rot von Acrylic. Das ist mehr oder weniger auch eine Resteverwertung. Ich hoffe, dass es schön wird und gut gelingt. Ich fange dann gleich mal an. Ich habe hierzu Pfeifenreiniger, die ich zusammengebunden habe mit einem Haargummi und die ich jetzt so verbiegen werde, ähnlich wie eine Spinne, so wie das Feuerwerk normalerweise vom Himmel regnet. Einmal soll es hier drauf passen und andererseits auch hier in meine Schalen, die ich vorbereitet habe, in die ich die Farben tue. Und ja, das scheint ganz gut zu passen. 2 Farben pro Schale, weil das sich sowieso dann im Laufe der Zeit wohl mischen wird. Ich melde mich gleich wieder. So, das war jetzt eine ziemliche Frimmelei, bis ich meine Spinne fertig hatte. Am besten ist, wenn man sie so formt und dann anschließend die Beinchen ein bisschen nach unten zieht. Gut, wichtig ist, dass die Beine die Leinwand berühren, wenn man das Geschoss runterdrückt. Das ist natürlich keine Spinne, eine Spinne hat 8 Beine, aber wir werden sehen. Der Untergrund ist schwarz und ich glaube, ich werde auch ein bisschen Blau verwenden. Und ich glaube, ich werde... Entschuldigung, ich wollte euch nicht dazwischen geraten. Ich werde es möglichst dünn machen müssen, glaube ich. Denn wenn ich es zu dick mache, dann verschwindet die Farbe und man hat gar nichts davon. Nach oben hin wollte ich Phthalo-Blau benutzen und das aber dann auch so ineinander übergehen lassen, weil ich wollte, den Eindruck erwecken, dass eben mein Feuerwerk den Himmel, den gesamten Himmel erleuchtet. Wie immer kommt mein Kamm zum Einsatz. Diese Methode benutze ich nach wie vor. Wer meine Videos noch nicht kennt, sage ich es nochmal. Es ist die Methode von Miriam, von Miriam's Nature. Miriam mit Y. Und das ist die einzige Methode, die ich kenne, wo die Farbe wirklich gleichmäßig verteilt wird und man mit so wenig wie möglich auskommt. Sich keine Sorgen zu machen muss, dass man irgendwo höher stehende Berge hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das
vielleicht sogar zu viel blau ist da oben, aber ich hoffe nicht. Auf jeden Fall will ich hoffen. Ja, nee, das könnte richtig sein. Die Seiten sind ja schon schön. Muss das Ganze jetzt nur noch auf Hütchen setzen. Um sicher zu gehen, dass ich hier nicht zu viel habe, lasse ich es in diesem Fall nochmal richtig ablaufen. Denn ich glaube, eine dünne Schicht zu haben, ist wichtig, wie gesagt, bei dieser Methode. Das mag jetzt wie eine Verschwendung aussehen. Wenn ich reines Schwarz genommen hätte, würde ich es auffangen in einem Becher und wieder zurück in die Flasche befördern. Aber dadurch, dass ich Blau mit dazu benutzt habe, wäre das keine so gute Idee. Jetzt nehme ich meine Hütchen hier. Und lege das erstmal da drauf. Und nun müsst ihr das natürlich auch sehen können. Ha, ha, ha. Vielleicht hätte ich die Kamera andersrum machen sollen. Aber so viel Platz habe ich überhaupt nicht, wie ich eigentlich wahrscheinlich benötige. Also, ich werde das mal umändern. Ja, also ich kriege das jetzt nicht richtig hin. Ich muss das dann immer ein bisschen verschieben. Hin und her, dass ihr beides sehen könnt. Ich habe in der Zwischenzeit also noch weiter ablaufen lassen. Und ich fange an mit irisierendem Gelb. Ich fülle jetzt mal die Schalen. So, dann wollen wir einfach mal versuchen. Erstmal hier in das Gelb hauptsächlich einzutauchen. Ich nehme dazu so kleine Stäbchen, Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch da drüber gehen muss. Schaden kann es nichts. Soll ja gut zu sehen sein. Oh, jetzt schiebe ich das hier rüber, damit ihr das sehen könnt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es so schief ist. Aber so ist es nun mal. Es hat überall Kontakt. Ja. Jetzt werde ich es euch zeigen. Wow, das sieht ja lustig aus. Sehr schön. Jetzt gehe ich in die anderen Farben. Tauche ein und gehe drüber. Gehe drüber. Es fehlt aber noch ein bisschen Grün, finde ich. Das ist ein schönes Projekt für Kinder. Das ist der erste. Ich werde die Kamera wieder umändern. Die Farbschalen habt ihr ja jetzt gesehen. So, das ist die erste Explosion. Ich weiß nicht, ob man jetzt abwischen sollte oder einfach heiter weiter. Ich mache einfach mal heiter weiter. Denn das soll ja auch bunt sein. Ja,
Das nimmt sowieso am meisten die zuletzt genommene Farbe auf. Und auch wieder ab, gibt sie auch wieder ab. Das sollte nicht sein. Ich habe so doll gedrückt, dass ich das ein bisschen verschoben habe. Aber wenn man jetzt eine riesige Leinwand hätte. Also drückt nicht so viel, braucht er gar nicht. Rot finde ich am schönsten. Rot ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Je größer das Bild, desto beeindruckender natürlich dann auch entsprechend die Feuerwerkssituation. Auch hier muss man dran denken, dass man aufhört, dass man rechtzeitig aufhört. Wenn es so richtig schön nach Rio de Janeiro aussieht, sollte man aufhören und dann kann man vielleicht noch ein bisschen ein paar Einzel mit einem Malmesser die Explosion nachempfinden. Aber dann muss man wirklich immer vom Gleichen, von der Mitte ausgehen. Hier dieser Goldregen, der sollte hier noch runterregnen. So, das kann man noch machen. Ihr könntet auch eine große Leinwand nehmen und die mit schwarzem Gesso vorbereiten, anstatt eine schwarze Leinwand. Jetzt könnt ihr noch hingehen mit einer Zahnbürste, zum Beispiel in das Gelb hinein tauchen. Und dann Funken auf dem ganzen Bild verteilen. Ja, etwa so. Sehr unruhig, aber das macht nichts. Ich muss noch mal was rot haben. So. Und schon ist mein Feuerwerk fertig. Ich würde mal sagen, ein schönes Projekt auch für Kinder, die dann böllern wollen und man selber möchte nicht, dass die Kinder für so einen Quatsch Geld ausgeben. Dann sagt man einfach, weißt du was,
Wir malen uns unser Feuerwerk. Schöner als in Rio. So, das war's dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gleich kommt wie immer das Close-Up. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr. Viel Glück und Erfolg und weiterhin viel Spaß am Pouring. Happy Pouring, everybody! Close-Up kommt. So. Also es war gar kein Silikonöl in den Farben. Wenn es Zellen gab, dann spontan. Zellen sind ja bei diesem Bild eigentlich nicht so sehr wichtig. Ja, also mein Tipp, größere Leinwand, ist immer beeindruckender. Schwarzes Gesso, schwarzer Hintergrund und dann wirken die einzelnen Explosionen natürlich entsprechend mehr.